Guten Morgen und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge hier aus Sri Lanka. Heute geht es von Habarana über die Dabulla Höhlentempel weiter nach Kandy. In Kandy werde ich 3 Nächte bleiben. Das heißt, wir haben viel Zeit, die Gegend dort in Kandy zu erkunden. Es gibt so einen abgespaceden Turm, da will ich auf alle Fälle hin. Und lass uns einfach mal sehen, was es noch alles Schönes zu erleben gibt. Also jetzt starten wir auf nach Dabulla. Das sind ungefähr 24 Kilometer von hier. Von Asien bis Afrika, Amerika und Europa. Mit jedem Schritt ein neues Abenteuer, das mich lockt. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben mit Herz und Seele, jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch Straßen, Cafés und Märkte schlendern, neue Kulturen entdecken, Freundschaften pflegen. Oh, 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 oh. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt, decke ich die Welt in Augen. Das ist mein Leben, mein Ding. Mit Herz und Seele jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben mit Herz und Seele, jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding.
Die Treppen nach oben zum Dambulla Höhlentempel, die sind schon etwas anstrengend, aber naja, alles machbar. Ja, oben angekommen ist ein wunderschöner buddhistischer Tempel zu sehen. Und hier hinter mir in diesem Klostergang geht es immer wieder in Höhlen rein. Und ganz ehrlich, du kommst aus dem Staunen eigentlich nicht mehr raus. Also ich habe schon viele Tempel gesehen, buddhistische, aber der ist wirklich einer mit der schönsten. Also es ist auf alle Fälle wirklich lohnenswert, hierher zu kommen. Und der Eintritt kostet 2000 Rupie. Das ist auch wirklich nicht viel. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, schau hier mal vorbei, geh rein. Und ich war sogar länger drin, als ich eigentlich erwartet habe. Also es ist wirklich super viel zu sehen. Und ja, wie gesagt, ich bin wirklich immer noch geplättet. Jetzt laufe ich wieder zum Tuk-Tuk runter zum Parkplatz und da geht es erstmal weiter zu meiner Unterkunft. Da kann ich meine Sachen abgeben und dann erkunde ich noch ein bisschen weiter Kandy. Ich stehe jetzt hier vor dem Zahntempel in Kandy und das ist somit die Hauptattraktion der Stadt. Drinnen soll ja die Zähne des Buddhas liegen, zumindest ein oder zwei. Gesehen hat das so gut wie noch nie einer, denn auch wenn du reingehst, du siehst sie nicht. Also das Reliquien dürfen nur Mönche sehen oder gewisse Leute. Die Frage ist, wer ist gewiss? Ich bin nicht reingegangen, ich habe mir die 2000 Rupie Eintritt gespart und ich habe es mir aber von draußen angeschaut und ich fand es eigentlich ganz nett. Eben war ich ja schon oben auf diesem super Berg mit der Buddha-Figur und das ist die zweithöchste Buddha-Figur und die fand ich auch sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, dass man halt auf dem Buddha praktisch hinten hoch kann und dann einen wunderbaren Überblick über Kandy hat. Ja, es geht jetzt für mich weiter und ich fahre jetzt noch schnell rüber zu dem Old Prison, denn ich habe ungefähr, heute ist ja mein erster Tag, ich kam ja eben gerade aus Havarana, fast alles schon gesehen, was in der Stadt drin ist. Und dann habe ich noch einen zweiten und einen dritten Tag hier. Ja, und da denke ich mir mal, am zweiten Tag geht es dann zu diesem fantastischen Turm. Und der dritte Tag, das wird dann der erste nach über 2 Wochen, da mache ich mal einen kompletten Ruhetag, gar nichts. Also,
Das ist, glaube ich, auch mein Deal. Ich bleibe einfach nur liegen, esse was und gucke Netflix oder sowas. Da braucht man auch einfach mal. Ja, mal ein bisschen ausspannen nach der ganzen Fahrerei. Immerhin sind über 1600 Kilometer bis hierher gewesen und jetzt laufe ich noch mal ein bisschen weiter hier um den Tempel herum. Ich bin jetzt im Bogambara-Bösen angekommen und das ist das Gefängnis, das ehemalige. Und das schaue ich mir jetzt mal an, laufe mal ein bisschen rum. Es gibt draußen einen großen Hof und hier sind die Zellen ohne Türe. Ich muss ganz ehrlich sagen, um hierher zu kommen, war gar nicht so einfach mit dem Tuk-Tuk, denn da ist irgendwie scheinbar auch der Busbahnhof direkt in der Nähe. So viele Busse und bis ich dann einen Parkplatz hatte, hat dann auch einen Moment gedauert. Ja, hier ist der Bestrafungsraum und gucken wir jetzt mal rein, ob man da noch was sieht. Aber ich denke mir mal, ist alles leer, ist einfach nur das Gebäude, was so Lost Place mäßig hier steht. Das war jetzt hier das Gefängnis und ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht natürlich ja nicht ganz so viel. Das heißt, von den Zellen ist ja alles leer, alles alt, verfallen. Aber was ich besonders irgendwie imposant und interessant finde, ist halt diese ganze Fassade oder diese Anordnung dieses Gefängnisses. Das fand ich jetzt interessant anzuschauen und würde auch sagen, hier solltest du auf alle Fälle mal kurz vorbeischauen. Ist ja jetzt nicht viel zu machen und ja, also ich fand es ganz interessant. Guten Morgen. Gestern bin ich ja hier angekommen in Kandy und heute will ich zu dem Ambuluwawa Tower und dann noch in den Botanischen Garten und dann gibt es noch irgendeinen schönen Buddha irgendwo zu sehen. Das Ganze ist etwas außerhalb von Kandy. Ich habe mich jetzt entschieden, heute loszufahren, da morgen vielleicht das Wetter doch noch ein bisschen schlechter sein soll. Also lasst uns starten, keine Zeit verlieren.
bin jetzt hier an dem Amoluwawa Tower angekommen und die Fahrt hier hoch war schon spektakulär. Die letzten 1,5 Kilometer, da ging es dann so steil hoch. Ich habe es dann lieber stecken lassen, das Tuk-Tuk, und wollte weiter laufen. Wusste gar nicht, dass es so weit ist. Und dann kam ein Tuk-Tuk-Fahrer und die bieten das an, einen aufzuladen, und ich habe 500 bezahlt nach oben. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das war es mir wert. Denn mit meinen Tuk-Tuk-Fahrkünsten da noch weiter zu fahren, ja, sicher ist sicher, und ich bin stressfrei hier hochgekommen. Ist allein schon nachher da runter wieder zu kommen, ist schon eine Herausforderung. Aber jetzt ist die nächste Herausforderung, hochgehen auf den Tower. Ganz lustig, eben auf dem Weg runter, ja, da kommen mir die Maler entgegen. Die malen nämlich gerade den Turm wieder neu weiß an. Sieht natürlich auch schön aus. Da muss man natürlich auch aufpassen, weil es ist so eng, dass man sich nicht die Klamotten voll mit Farbe macht. Aber ich fand es richtig cool oben. Es ist irgendwie schon eine kleine Herausforderung. Ich habe die Höhe, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so richtig da oben wahrgenommen. Weil man sich schon konzentrieren muss auf die Engigkeit des Wegs, sagt man das so? Ja, auf die Enge des Weges wahrscheinlich. Ja, also ich fand's cool und
kann nur jedem empfehlen, auch mal es zu versuchen zumindest. Man muss ja nicht hochkommen. Also wer Höhenangst hat oder dann sagt, nee, sorry, ich gehe nicht hoch, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich habe auch Leute getroffen, die gerade die praktisch hier am 9. Level rauskamen und haben dann gesagt, nee, da gehe ich nicht hoch. Also, nee. Verständlich und sollte man auch akzeptieren. Also ich gehe jetzt runter und ich habe gesehen, unten gibt es ein cooles Café. Da gönne ich mir jetzt ein Stück Kuchen und vielleicht auch einen Kaffee. Mal schauen. So. Thank you. Any sugar? No sugar. No sugar. No sugar. Thank you. Yes. Ich bin jetzt am Ranavana Purana Tempel angekommen. Hier gibt es eine ganz große und hübsche Buddha-Statue, die möchte ich mir anschauen. Und ja, am Parkplatz ist nicht viel los, zumindest stehe ich alleine nur hier. Die Fahrt jetzt von dem Tower hierher, das sind ungefähr 25 Kilometer, 22 Kilometer, hat eine Stunde gedauert. Ja, relativ lang alles, aber der Verkehr war nicht so schlimm und ja, es war eigentlich so eine ganz angenehme Fahrt. Jetzt gehe ich mal hoch und schaue mir die Buddha-Statue an. Was ich total beeindruckend finde, wenn man hier durch diesen Wald läuft, wenn man von der Buddha-Statue wieder weggeht,
da sieht man dann diese ganzen Mönche, die praktisch zur Buddha-Statue hier durch den Wald laufen. Das sind locker 50, vielleicht auch ein paar mehr. Und das habe ich so selber auch noch nie kennengelernt, noch nie gesehen. Und das fand ich schon irgendwie sehr beeindruckend. Und gut, die Buddha-Statue an sich, die ist auch sehr schick. Hier im Botanischen Garten gibt es auch einige Cafés, die auch ein bisschen was zu essen haben. Und da jetzt Mittagszeit ist, habe ich mir gedacht, perfekt, einfach mal einzukehren, Lunchtime. Ich habe mir jetzt ein Spicy Sri Lankan Omelette bestellt, dazu ein Papaya Juice und eine Coke. Ja, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Auf alle Fälle genieße ich die Zeit hier und dann geht es noch ein bisschen weiter durch den Park. Ja, jetzt bin ich hier im Botanischen Garten und ich finde, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt für den Abschluss des Videos, denn das war die letzte Sehenswürdigkeit, die ich mir angucken wollte. Und den Botanischen Garten fand ich auch richtig gut. Ich laufe jetzt noch ein Stückchen weiter bis zum Ausgang und fahre ich langsam heim. Dann endet praktisch hier der zweite Tag in Kandy. Und ich sage erstmal danke, dass du so lange dabei geblieben bist, bevor mein kleines Fazit mal kommt zu Kandy. Falls dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, abonniere den Kanal, drück die Glocke, dann bekommst du auch gleich eine Mitteilung, wenn es wieder was Neues gibt. Und ja, jetzt vielleicht noch mal kurz zu Kandy. Kandy, irgendwie, das ist es ja wirklich, manchmal hat man ja so eine Vorstellung, dachte, das ist so eine kleine, verträumte Kleinstadt, irgendwie total hübsch, alles ganz nett, so kam mir das immer rüber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so, wenn die Erwartungen überhaupt nicht erfüllt werden. Mir hat die Stadt überhaupt nicht gefallen, es war der reinste Horror, hier mit dem Tuk-Tuk durchzufahren und ein Verkehr, und da muss ich sagen, die Abgase, die bringen einen hier wirklich um. Also ich bin ja schon von Bangkok einiges gewohnt immer, aber so wie es hier war, habe ich es eigentlich in der Welt noch nie so erlebt. Also ich fand es wirklich nicht so gut, prickelnd. Die Sehenswürdigkeiten in der Stadt, die gehen so. Am besten ist das alte Gefängnis, das fand ich cool. Und oben der Buddha auf dem Berg, der Tempel, der war auch sehr, sehr schön, auch mit der Aussicht. Oh, ja. Hier so jetzt heute zum Beispiel der Tower, der ist natürlich echt ein Highlight, vor allem wer hochgeht, der hat eine tolle Aussicht. Ich hatte leider nicht ganz so gutes sonniges Wetter, aber so ist es halt auf Reisen. Das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Ja, und hier der Botanische Garten, der gefällt mir, weil einfach die Ruhe da ist. Einfach dieser Stress von der Straße weg. Man kann mal richtig durchatmen. Das ist auch eine schöne Sache. Also daher, der hat mir auch gut gefallen. Und der große Buddha eben, der war auch spitze. Auch mit den Mönchen in der Reihe, in dem Wald drin. Das war irgendwie stimmig und war sehr schön. Ja, also wie gesagt, heute der Tag, der hat mir sehr gut gefallen.
Gestern, als ich ankam und noch die Sehenswürdigkeiten in der Stadt mir angeguckt habe, also wie gesagt, der Autoverkehr, der macht mich fertig hier. Naja, aber so ist es halt. Wieder was dazugelernt im Leben. Und das sind halt Erwartungen, die man manchmal hat und nicht erfüllt werden. Ja, wie geht's weiter in der nächsten Folge, nächste Woche? Dann nehme ich den Zug nach Nueva Elia, so heißt es, meine ich. Von hier, das Tuk-Tuk, übergebe ich dann am Bahnhof einem Fahrer, der überführt mir das dann bis zum nächsten Bahnhof. Das heißt, mein Tuk-Tuk wird dorthin gebracht und ich kann mein Gepäck wohl auch drinnen lassen. Ja, besser geht das gar nicht. Alles gut organisiert von der Firma. Das ist echt der Wahnsinn, wie die das machen. Und ja, darauf freue ich mich auch jetzt schon. Und ich hoffe, du dich auch. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Von Asien bis Afrika, Amerika und Europa. Mit jedem Schritt ein neues Abenteuer, das mich lockt. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben, mit Herz und Seele jeden Tag aufs Neue. Mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch Straßen, Cafés und Märkte schlendern, neue Kulturen entdecken, Freundschaften pflegen. Oh, 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 oh. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt, decke ich die Welt in Ohren. Das ist mein Leben, mein Ding. Mit Herz und Seele jeden Tag aufs Neue. Mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben, mit Herz und Seele jeden Tag aufs Neue. Mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Mit jedem Klick der Kamera ein Moment festgehalten. Auf YouTube teile ich meine Welt, damit ihr mitfahren könnt. Von der Ruhe der grünen Oasen Asiens bis zum Abenteuer. Auf den schneebedeckten Gipfeln der Alpen habe ich Höhen und Tiefen erlebt. Die Vielfalt der Welt, von Backpacker-Hütten bis zu Luxushotels, hat mich geprägt. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben, mit Herz und Seele jeden Tag aufs Neue. Mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding.